Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten gerade in Tag 6 und eigentlich echt geil ist mit den Tagen. Man hat einfach den Vorteil, den Urlaub extra zu genießen, weil man genau weiß, man ist schon an Tag 6. Geil, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Wir haben also noch Zeit. Also heute geht es von der Tour über Slavonski Brod. Dann ein bisschen hier unten entlang. Auf das Stück freue ich mich eigentlich schon sehr. Genau, ein bisschen an der Sava entlang. Ich glaube, das wird sehr hübsch. Genau, und dann weiter Richtung Westen, Richtung Novska. Und dann nach Jasenovac, wo das Tulpendenkmal an die KZ-Verstorbenen aus Ex-Jugoslawien bzw. Kroatien hier das Denkmal steht. Genau, freue ich mich schon auch sehr. Wir müssen noch schauen, vielleicht können wir irgendwo ein Kerzchen besorgen. Genau, und hier in Kutina ist dann unsere Unterkunft für heute Nacht. Genau, das Moped ist verdammt dreckig. Meine liebe Freundin hat damit verbracht, ihre und auch meine Sachen ein bisschen zu putzen, weil es sah echt verdammt dreckig aus alles. Heute soll es nur minimal Regen geben. Genau, hier noch ein paar Eindrücke aus unserer Stadt. Sieht echt super nett aus, war leider gestern echt regnerisch. Deshalb sind wir nicht viel durchgeschlendert. Haben heute noch ein bisschen was gesehen und deshalb angeblich die ersten Siedlungen sind hier schon von 6000 vor Christus festgehalten worden und deshalb nennt sich die Stadt auch die älteste Stadt Europas. Wir haben wirklich eine echt coole Innenstadt, haben wieder mal solche kleinen Bänke mit USB-Charging. Hier ein Foto. Und einfach gemütlich, alle Leute super nett. Gestern war echt cool, wie wir nochmal Richtung Wasserturm gefahren sind, hat uns echt einfach, wir sind einfach auf dem Wegrand gestanden und haben einfach überlegt, welchen Weg wir als nächstes einschlagen und ob wir noch eine kleine extra Runde durch Vukovar drehen. Ja, ist einfach jemand mit seinem Lieferwagen stehen geblieben und hat gefragt, ob er uns irgendwie weiterhelfen kann. War diesiges Wetter und ja, habe ich einfach super freundlich gefunden. So sind unsere Eindrücke. Heute von der Zeit sind 249 Kilometer geplant. Auf ca. 4 Stunden 41 und wird eine anständige Tour, sind wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs. Von der Wettervorhersage hat es heute 18 Grad, wird ein bisschen wärmer. Es sollte eigentlich ganz gut klappen vom Wetter, maximal vielleicht ein bisschen Nieselregen gegen Mittag. Ansonsten haben wir eigentlich vor, ohne Regentour durchzufahren. Bin schon sehr gespannt auf die Eindrücke des heutigen Tages. Wird bestimmt auch mega. Also unterm Strich festzuhalten, wunderschön hier. Muss man gesehen haben. Asphalt, echt super rutschig. Kann man nur jeden Tag sagen. Lustig, noch ein kleines Update zu gestern. Ihr habt ja noch gesehen, wie wir den Kebab gekauft haben. War echt herrlich. Und zwar hat unser Kebab nur bestanden aus Fleisch und Brot und vielleicht 2 kleinen grünen Blättern. Wir sind uns noch nicht sicher, ob das der Spezial-Kebab von hier war oder ob das einfach ein Kommunikationsproblem war. Aber war auf jeden Fall eine extra Dosis Fleisch zum Nachtmahl. Das Ding war auf der Speisekarte, ist eigentlich auch noch extra sowas gestanden wie auch mit Ketchup und Chili und ein bisschen anders. Tomatensauce, sinngemäß für mich Ketchup. Ja, ich glaube, die haben hier eine eigene Art, den Kebab zu würzen. Deshalb, ich muss eigentlich nochmal einen probieren, weil, ja, ich sag, der schmeckt super geil. Gestern, Fleischbox Deluxe, war echt lustig. Ja, auf in Tag 2. Auf in Tag 6. Kleines Päuschen Regenanzug anziehen und einem wunderschönen Bäumchen. Ein paar kleine Anmerkungen wieder mal zum Moped. Und zwar der größere Tank im Vergleich zur S1000R macht sich echt bezahlt. Wir tanken eigentlich täglich maximal einmal, also echt saumäßig gemütlich. Dann Kroaten scheinen bei Regen auf keinen Fall Licht zu mögen. Im Sinne von, sie fahren meistens ohne Licht. Aber da fühlt man sich dadurch extra sicher, wenn man... Wahnsinn, was hier für ein Verkehr ist. Genau, man fühlt sich dadurch extra sicher, wenn man die geile LED-Beleuchtung am Start hat. Dann, ja, der Hebel für das Bremspedal, ich habe keine Ahnung wieso, aber mit den normalen Turnschuhen. Hier. Er sieht eigentlich mehr als groß genug aus mit den normalen Turnschuhen. Ist er echt deutlich zu klein. Mit den Stiefeln steht man eigentlich gut drauf, aber subjektiv ist er auch zu klein. Muss man schauen, ob es dafür eine Verbreiterung gibt. Wäre eigentlich echt nice. Also irgendwie ist schwer, den Hebel zu finden. Hier echt ungünstig.
Ich glaube, ich habe den absolut rutschigsten Untergrund gewählt hier, um das Moped abzupacken. Exklusiver Parkplatz! Mir regnet es nämlich schon, es rinnt in die Stiefel rein, weil es auch nach innen ist. Auf geht's, Regenpartie 2, Cut! Wir beide mittlerweile im Regenanzug und auf geht's weiter. Schnellste Route nach Jasenovic. Jasenovic plus minus Jasenovac, glaube ich. Eins von beiden. Genau. Dementsprechend leider unsere supergeile Lounge hier. Fußballfeld, erste Reihe verlassen. Macht's es gut. Dankeschön. Glitzerpott. Schon vorbei? Das ging aber schnell. Nein! Komm schon. Juhu! Da müssen wir uns beeilen. Bei 2. Okay, ganz kurz. Hey. Zur Seite. Umdrehen. Weiter umdrehen. Das passt schon. Ganz umdrehen. Hinten nochmal. Achtung, mit dem Kopf nach oben. Kopf nach oben. Okay, das passt. Du verrückte Maus. Oh yeah, geil, angekommen im Kings Club für heute und echt geiles Workout. Die Ducati-Koffer inklusive Inhalt zu Fuß in den 2. Stock zu tragen. Es gibt doch einen Lift, aber hey, was muss, das muss. Ein Workout kann nie schaden.
Struggle. Oh shit! Ich glaube, das bedeutet ungeeignet für diesen Tag. Richtige Entscheidung, umzudrehen. Wenn auch ein bisschen spät. Noch einen ordnungsgemäßen Parkplatz gefunden hier. Und zwar, ja, meine Freundin erholt sich ein bisschen im Bett von der Kälte, vom Fahren, ruht sich aus. Ich habe mir gedacht, geil, ich drehe eine kleine Runde. Wir haben da eigentlich einen super geilen See gesehen zum Spazierengehen. Und ich dachte mir, bei dem See ist der perfekte Platz, um ein bisschen zu fahren. Aber ja, sagen wir 2-3 Tage durchgehend Regen, bisschen Matsch, bisschen Gatsch. War auf jeden Fall ein schlechter Plan. Dementsprechend umgedreht mit aller Manneskraft es geschafft, ohne dass das Bike in Gatsch fällt. Ich suche jetzt nur gerade noch den optimalen Weg, um hier gemütlich spazieren zu können. Ich glaube, ich gehe noch eine Runde in die Richtung. Also Bike gelungen umzudrehen. Zuerst war Kies, alles war gemütlich. Danach war Gatsch, alles war ungemütlich. Und ja, voll klar. Die Reifen können voll nichts ausrichten. Für die Blitzwieser-Seen muss man aktuell noch was im Voraus buchen. Also mindestens einen Tag im Voraus. Dementsprechend haben wir gerade heute noch für Freitag jetzt die Tickets gebucht. Also Zeitblase. Heute ist Mittwoch. Genau, morgen eine Anreise zu den Blitzwieser-Seen. Und dann Freitag eine Wanderung. Ich würde mal tippen, wir schnappen uns die 18 Kilometer Wanderung, weil ja, hätte man einmal alles umquert und wäre ziemlich geil. Ja, Senovatsch haben wir heute dann nicht geschafft. Genau, haben uns einfach entschieden, dass wir lieber eine heiße Dusche nehmen. Aus ein paar Minuten Regen pro Tag ist halt ein ganzer Tag Regen geworden. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen einfach direkt nach Hause ins Hotel und auch in die Dusche. Und morgen steht dann Jasenovac an und danach die Überfahrt zu den Blitzwieser-Seen. Ich freue mich schon riesig. Ich hoffe, morgen über 20 Grad, warmer Asphalt, geile Straße, alles perfekt. Den Eintritt sollte man am besten oder muss man aktuell mindestens einen Tag im Voraus buchen. Einfach wegen Tickets und Corona und maximale Anzahl an Personen. Die Maximalroute sind 18 Kilometer in einem Tag. Hört sich unentspannt an, hört sich irgendwie aber genau richtig an. Dann ist mal einmal alles abgegangen. Also mal schauen, was rauskommt. Aber ich denke, wir bleiben einen ganzen Tag dort und werden den natürlich voll auskosten. Und würde mal annehmen, dementsprechend den ganzen Tag dort rumspazieren. Deshalb Kroatien. Wir kommen schon langsam Richtung Küste. Ich bin gerade mit dem Bike auch noch eine Runde gefahren. Und alleine muss man echt sagen, schiebt das Baby schon nochmal ganz anders. Deshalb, ich habe mich erinnert an die Probefahrt. Da bin ich ja auch alleine drauf gesessen und habe jetzt auch mal hier bei einer Kreuzung die aktuellen Anti-Schlupfregelungs-Settings ausprobiert, indem ich einfach Fuß unten gelassen habe und in der Kurve, also gefühlvoll durchgezogen habe. Jetzt in dem Setting
Von 8 ist es ungefähr genauso, wie ich mir das erwarten würde. Leichter Schlupf. Du spürst, dass es schlupft. Aber es ist safe. Man könnte es sogar schon als leichtes Sliden ansehen. Aber es ist safe. Die Settings sind ja einfach eine andere Welt im Vergleich zu BMW. Aber ja, das ist, was ich mir erwartet hätte im Sportmodus. Dementsprechend passt das so. Freue mich, dass alles so läuft und dass das Bike gut auf der Straße liegt. Also alleine echt mega mäßig zu flitzen. Unendlich viel Wumms. Ich habe keine Ahnung, ob man das erkennen kann, aber das ist ein Riesenfahrrad. So eins mit vorne großem Rad und hinten kleinem Rad. Verdammt geil. Da geht oben sogar ein Stromkabel hin. Das heißt, ich glaube, es kann noch mehr leuchten, als es gerade leuchtet, aber echt cooles Dekostück. Leider steht in keiner Sprache irgendwas, das ich verstehen könnte. Also kann ich leider auch nicht wissen, worum es geht. Aber vielleicht einfach, sie mögen hier Fahrrad fahren. Keine Ahnung, ob man das Graffiti da drüben sehen kann, aber ich liebe übrigens Graffiti. Ist geil geworden. Oh yeah. Reinigen für Fortgeschrittene.